Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das sind zwei Exzenterschleifer. Bamboleo, Bambolea. Gut. Fertig. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute reden wir wieder über einen Mythos. Und zwar haben wir hier einen Exzenterschleifer. Wir haben sogar zwei Exzenterschleifer, aber wir haben hier einmal einen mit Strom angetrieben und einmal hier sieht man das, mit Druckluft. Und die Frage ist Druckluft besser als Strom? Geht das einfach schöner? Ist das leiser? Ist das besser? Ist das schneller? All das wollen wir uns heute mal anschauen. Wir wollen uns mal den Mythos Druckluft anschauen. Druckluft ist viel besser, mit Druckluft kann man... Druckluft hat ganz viele Vorteile. Ist das wirklich so? Es gibt auch immer noch den Mythos, dass Kabel besser ist als Akku, aber das lassen wir heute, glaube ich. Wir schauen uns heute mal an, ist Druckluft, ja, in dem Fall hier, besser als Strom in dem Fall. Und es gibt ja einige Geräte, wie zum Beispiel auch ein Druckluft, Schlagschrauber, wollte ich sagen. Es gibt Druckluft-Schlagschrauber. Also es gibt ja Druckluft-Schlagschrauber, es gibt auch Druckluft-Exzenter und noch andere Geräte, die man mit Druckluft antreiben kann. Das hat diverse Gründe, warum das so ist, da kommen wir gleich dazu. Aber ist das wirklich besser? Was sind denn die Vor- und Nachteile? Und jetzt schauen wir uns mal einfach mal die technischen Daten dieser beiden Geräte an. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn sie unterscheiden sich eigentlich gar nicht so groß. Als erstes fangen wir mal an mit dem Preis, denn das ist der größte Unterschied eigentlich von den beiden Geräten. Wie immer findest du natürlich unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich, wenn du dich dafür interessierst. Wenn du einen richtig guten Exzenter kaufen möchtest, dann bist du gerne mal ab 300 € los. Hier in dem Fall bei dem Milka Deros 5.0 mit Koffer, also hier mit dem Koffer und einem riesen Vorteil aus meiner Sicht, dem Schleifpad in 125 mm, das heißt, du kannst einfach austauschen, auch auf das kleinere Schleifpad. Bist du bei bist du bei rund 400 bis 450 € hier in dem Fall. Bei dem hier, bei der Version mit Druckluft, bist du knapp unter 200 € dabei. Ja, gibt Sonderangebote vielleicht hier mal da, aber so rund in der 200-€ Klasse bist du da. Das heißt also, du bezahlst für den hier nur halb so viel wie für den. Das ist das Thema Preis. Dann ist es so, dass beide Geräte völlig identisch einen Schleifhub haben von 5 mm. Das heißt, das ist die Fläche, wo das Ganze sich so hin und her bewegt. Ja, ein Exzenter hat ja erstmal eine kreisende Bewegung und dabei wabbelt der Tisch immer so also der Boden hier ein bisschen hin und her. Ich kann dir das vielleicht auch ein bisschen zeigen, wenn du das hier siehst. So, ja, das hier sind die 5 mm Hub, die sie haben. Ja, und dabei dreht sich das Ganze noch. Das ist bei beiden völlig identisch. Wir haben bei beiden 12.000 Umdrehungen, alles relativ ähnlich. Wir haben aber hier etwa 350 Watt am Motor, oder Motorleistung oder Motoraufnahmeleistung. Hier wiederum haben wir natürlich Druckluft. Und das ist ganz interessant, denn wir haben hier einen Betriebsdruck, also einen gewollten Betriebsdruck von 6 bar und brauchen pro Minute 500 Liter. Wenn du also überlegst, in das Thema hier einzusteigen, also in das Thema Druckluft einzusteigen, dann ist es so, dass du auch einen wirklich ordentlichen Kompressor brauchst. Und so ein kleiner Mini-Kompressor wird da nicht reichen. Guck da am besten mal in das Datenblatt deines Kompressors. Hier unten in der Videobeschreibung schlagen wir dir 1, 2, 3 Kompressoren vor, dass du so eine Idee hast, in welche Richtung das Ganze geht. Beide haben so um die 12.000 Umdrehungen in der Minute. Das hört sich erstmal viel an, aber ja, ist halt so. Ja, sind wir beide völlig identisch. Der große Vorteil übrigens allgemein von diesem Schleifer ist die Handhabung, also sowohl von dem als auch von dem. Und deswegen ist er auch so beliebt. Das heißt, du kannst hier die Hand einfach auflegen und in dem Moment, wenn du das hier runterdrückst, fängt er an zu schleifen. Und du hast die Hand hier drauf, genau auf dem Mittelpunkt der Maschine. Und deswegen kannst du ihn auch so gut handhaben. Ja, das ist ein wirklich sehr schönes Gerät als Exzenter, hat aber keinen Direktantrieb. Wenn du dich für Exzenter mit Direktantrieb, also maximale Abtragsleistung interessierst, hier oben verlinke ich dir mal ein Video, aber darum soll es heute nicht gehen. Das sind die großen Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten. Ja, jetzt könntest du sagen, okay, er ist doppelt so teuer wie der, aber du brauchst ja auch einen Kompressor. Wenn du schon überall Druckluft liegen hast, dann ist es wirklich ein echter Preisvorteil. Wenn du keinen Druckluft liegen hast, guck mal gerne unten die Videobeschreibung, wie teuer ein Kompressor ist, oder wie preisintensiv, würde ich eher sagen, mit dem du den betreiben kannst. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt beide anschließen und werden hier
das bekannte Stück Holz, was wir haben, das habe ich schon, so eins habe ich schon öfter mal benutzt, werden das halbieren und werden einfach mal beide nehmen und werden auf Zeit schleifen. Ja? Einfach mal gucken, wie lange brauchen wir denn, um hier einen echten Fortschritt zu haben. Natürlich werden wir das Ganze nicht einfach nur so schleifen, sondern werden natürlich auch hier die Absaugung dran haben und hinterher kann ich dir nochmal sagen, wie es dann noch angefühlt hat, ob es mit Druckluft jetzt einen Unterschied gemacht hat. Ich bin gespannt. Ja, du hast gerade gesehen, was der Unterschied ist, und zwar sehr gering. Also im Grunde war es eigentlich ähnlich. Vom Handling her würde ich vielleicht sagen, dass wir hier ein kleines bisschen mehr Power hatten, wenn er auf volle Leistung läuft. Was ich vorhin übrigens nicht gesagt habe, ist, beide kann man auch in der Leistung regulieren. Das heißt, hier habe ich Plus und Minus und kann das Ganze hier regulieren. Hier habe ich auch die Möglichkeit, über so ein kleines Stellrädchen das Ganze einzustellen. Das haben wir gesehen, rein vom Schleifen her macht es keinen großen Unterschied. Auch gefühlt ist es nicht groß anders. Es schleift halt. Und man muss sagen, die Mirka-Schleifer schleifen sehr gut und haben ein wirklich gutes Handling. Wenn du sehr lange mit einem Exzenter arbeiten willst, ist das auf jeden Fall ein Gerät deiner Wahl, weil es einfach so schön vom Handling ist und auch vom Gewicht. Gewicht ist übrigens ein gutes Stichwort. Jetzt könnte man ja vermuten, ja, hier ist ja gar kein Motor drin, das ist ja viel leichter. Falsch. Wir haben hier rund 1 Kilo Gewicht, hier haben wir rund 930 Gramm, das heißt 70 Gramm weniger Gewicht, das merkst du nicht. Also wenn du das hier auf den Tisch führst, die 70 Gramm, ist völlig irrelevant. So, jetzt ist die Frage aber, welches ist das richtige Gerät für dich? Aus meiner Sicht ist es total simpel. Hast du kein Druckluftthema oder kein Druckluftsystem bei dir, ist es 100% das Ganze hier mit Kabel. Wenn du sowieso schon absolut zuverlässig Druckluft bei dir hast, mit einem ordentlichen Volumen auch, dass du also wirklich über einen langen Zeitraum deine 500 Liter in der Minute schaffst, dann macht sich das natürlich auch im Geldbeutel hier bemerkbar. Ergo, du hast hier rund 200 € gespart. Das ist okay, aber ansonsten sehe ich da keinen so großen Unterschied. Wenn du beide hier schon mal in der Hand hattest oder vor allem viel mit Druckluft arbeitest, schreib das auch gerne mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wenn du noch andere Werkzeugfragen hast, gerne unten in die Kommentare. Mir macht das Format richtig Spaß. Jetzt aber ran in die Schleifer und bis zum nächsten Mal.